Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute gibt es ein neues Video vom Hauler. Ich werde ihm mal ein bisschen Liebe schenken. Brauche mal ein bisschen Zuwendung. Und zwar schaue ich mir heute mal den Verteiler an. Der macht mir ein bisschen Sorgen, hat ein bisschen Spiel. Und ich werde den heute mal rausholen. So. Starten wir den Hauler. Auch schon ein paar Tage nicht gelaufen. Ja, schauen wir mal rein hier in den Motorraum vom Hauler. Gucken, was wir hier alles vorfinden. Da ist ein High Energy Ignition Verteiler hinten drin. Kann man hinten sehen. So, schon mal die ganzen Zündkabel hier raus. Die können wir erstmal abziehen. Und dann können wir die Verteilerkappe abmachen und danach den Verteiler rausziehen. So. Müssen wir noch die Stecker hier lösen. Das hier ist einmal Zündplus. Es gibt dem Verteiler eine Versorgungsspannung. Und dann hier noch vom Hallgeber und vom Zündmodul der Stecker. Dann haben wir da den Verteilerfinger. Der Grund, warum ich hier rangehe, ist eigentlich hauptsächlich, dass ich sehr viel Spiel hier in dem Finger habe. Das will ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken, wenn ich ihn rausgezogen habe. Ich mache mir gerade hier noch eine Markierung hin, damit ich den Verteiler gleich genauso wieder einbauen kann. Brauche ich nicht so lange rumprobieren, da habe ich schon mal eine Standardorientierung. Und jetzt sitzt da unten die Haltemutter, genau in der Mitte vom Bild. Hier mit dem Werkzeug kann man die öffnen. Und ja, dann kann man die eigentlich auch schon am besten mit der Hand rausdrehen, wenn man die ein bisschen gelöst hat. Und dann kommt die samt dem Halter eigentlich recht gut raus. Das ist eigentlich nur so eine Klammer. Und dann kann man die ganze Schraube hier mit der Halteklammer raus. Und ja, das ist so ein Niederhalter, der hält den ganzen Verteiler unten und fixiert den dann auch an der Stelle und stellt dann auch den richtigen Zündzeitpunkt ein, indem man den Verteiler an sich dann verdrehen kann. Also den Verteiler kann man jetzt beliebig drehen und dann wieder mit der Halteklammer am Platz orientieren. Deswegen habe ich mir auch die Markierungen gemacht. Und ja, so kann man den jetzt rausziehen. Ich muss noch hier die Unterdruckleitung lösen. Der ist für die Unterdruckverstellung. Und ja, jetzt kann man den hier inklusive der Unterdruckdose nach oben rausziehen. Und dann kommt der ganze Verteiler hier im Ganzen nach oben. Mal gucken, dass ich hier nicht an den ganzen Kabeln hängen bleibe. Mit einer Hand ist das immer so eine Sache.
Jetzt hängt er noch hier an der Unterdruckleitung. So, jetzt haben wir den Zündverteiler hier auch mal frei. Dann kann man sich den mal genau angucken. Der Finger hat auf jeden Fall eine Position hier, den kann man nicht falsch rum drauf bauen. Der hat eine Markierung. Bei den High Energy Ignition Verteilern haben die hier in der Kappe hier so eine Nase. Die geht wiederum hier an die Nase dran. Also den kann man nur in der Richtung drauf bauen. Jetzt müssen wir mal gucken, hier die Fliehkraftgewichte, ob die noch freigängig sind. Dann machen wir jetzt mal den Rost hier unten ab. Da fangen die nämlich oft an dann zu gammeln und dann bewegen sich hier diese Federn immer schwerer. Und dann verstellen die nicht mehr so zuverlässig den Zündzeitpunkt. Ich werde da auch ein bisschen das Ganze, nachdem ich das gereinigt habe, noch ein bisschen schmieren, damit das nicht fest rostet. Und dann testen wir noch hier diese Unterdruckdose. Ich nehme jetzt hier die Unterdruckdose und da kann man hier so eine Unterdruckpistole anschließen und dann sieht man hier, wie sich das Pickup verhält. Es verändert dann den Winkel, wenn man dem ganzen Unterdruck geht, also die Funktion ist nach wie vor gegeben. So, den Verteiler habe ich jetzt wieder eingebaut gerade. Ich habe den wieder an derselben Position stehen. Ich werde jetzt noch hier die Zündung abblitzen. Dafür gucke ich einmal hier mit der Zündzeitpunktpistole nach dem Zündzeitpunkt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Damit ist der Hauler wieder startklar für den Winter und für die nächste Saison. Zündung stimmt wieder. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Danke und ciao.